Moin und herzlich willkommen zu meinem kurzen Erklärvideo Stahlross für Anfänger. In diesem Video geht es um deine Aufgaben, wenn du das erste Mal den Raid Stahlross laufen willst. Eine Anmerkung vorweg. Du bekommst hier keine detaillierte Erklärung zu den Mechaniken. Meiner Meinung nach ist das für den ersten Raid viel zu viel. Je öfter du Stahlross läufst, desto mehr Verständnis bekommst du für die einzelnen Bosse. Detaillierte Kenntnisse zu den Mechaniken kannst du dir dann immer noch aneignen. Hier also nur die Quick and Dirty Erklärung, damit du vorbereitet bist, was dich erwartet. Für deine Positionen im Raid reicht es, wenn du ein rotes Damage-Bild mitbringst. Das kann ein klassisches Set sein, bestehend aus Providence, Gruppo, Cheska und Overlord. Alternativ kannst du auch ein Stürmerbild nehmen. Mit diesem Damage-Bild läufst du den gesamten Raid durch. Die Fertigkeiten können variieren, je nachdem, welche Strategien der Raidleiter ankündigt. Ideal ist es, wenn du den Wiederbeleber, den Köder, das Zerstörerglühwürmchen und das Scharfschützengeschütz freigeschaltet hast. Okay, los geht's! Du startest im Weißen Haus. Du bekommst eine Raid-Einladung, die du nur annehmen musst. Danach werden die Positionen für die Bosse verteilt. Keine Sorge, du bekommst einfache Positionen, die dir vom Raidleiter auch im Raid kurz erklärt werden. Dann wird der Raid gestartet. Wir landen am Strand vor der Gießerei. Von dort laufen wir los. Der erste Bereich ist der Vorhof. Hier unterstützt du beim Clearen der Ads. Es gibt verschiedene Spawnpunkte, die von den Spielern abgedeckt werden. Deine Hauptaufgabe sind die Ads unter der Brücke. Dann läufst du links die Treppe hoch und hilfst bei den Ads und Changas vorne. Danach kannst du an einer der vorderen Türen beim Ads-Killen helfen. Dann haben wir den Vorhof gesäubert und sind beim ersten Boss angekommen. Aus den Türen rechts und links neben dem Zug kommen Schildträger heraus, die den Boss beschützen. Du wartest, bis die 3 Schildträger weg sind. Dann schießt du mit auf den Boss. Nachdem Grey tot ist, werden auch die übrigen Ads getötet. Dann kannst du deinen Loot mitnehmen. Danach werden 2 Zündkerzen eingesammelt, mit denen der Zug bewegt wird, damit wir den Weg dahinter passieren können. Oft machen wir hier eine Schnellreise. Du gehst auf das Sozialmenü und machst eine Schnellreise auf einen beliebigen Namen außer auf dich selbst. Dadurch reist du zum Checkpoint hinter dem Zug. So können wir eine der Zündkerzen direkt bei einem Generator einsetzen, um schneller an den ersten Raid-Schlüssel zu kommen. Gegenüber vom Waggon mit dem Raid-Schlüssel findest du auch den ersten Rucksackanhänger. Danach laufen wir durch eine Passage, den Durchgang bei den Hochöfen. Hier hilfst du einfach dabei, die Ads zu töten. Danach kommen wir auch schon zu Boss 2.
Der Bereich bei Boss 2 ist in U-Form aufgebaut. Links ist der Bereich A, in der Mitte B, dort wo wir reingekommen sind, und rechts ist der Bereich C. Nicht verwirren lassen, A und C vorne ist jeweils an der Stirnseite, wo es nicht weitergeht. A und C hinten ist der Bereich an der Treppe. Was musst du hier tun? Du gehst nach links und kommst auf die Position A hinten. Du bekommst einen Bildschirm zugeordnet, auf dem später verschiedene Symbole angezeigt werden. Das, was du nicht direkt siehst, ist jetzt Folgendes. Jemand im Inneren der Gießerei prüft eine Anzeige mit einem Code. Dieser Code ist einem von insgesamt 6 Monitoren zugeordnet, die im Kontrollraum hängen. Derjenige im Kontrollraum nennt uns dann das gesuchte Symbol, was auf diesem Monitor angezeigt wird. Danach prüfen wir auf allen 6 Bildschirmen, die sich im unteren Bereich bei A, B und C befinden, wo das gesuchte Symbol angezeigt wird. Wenn du das passende Symbol auf deinem Bildschirm siehst, dann muss die zugehörige Box zerschossen werden, die mit einem gelben Kabel mit deinem Bildschirm verbunden ist. Die Box hängt an der Wand im vorderen Bereich. Wenn du dir sicher bist, dass du das richtige Symbol siehst, dann sagst du deinem Teamkameraden vorne auf A Bescheid, dass er deine Box zerschießen soll. Es kann auch sein, dass du deinem Teamkollegen helfen musst und seine Box zerschießen musst. Das ist dann die Box an der blauen Wand. Das müssen wir insgesamt 5 Mal machen. Nach dem ersten Symbol spawnt der Boss und dann brauchen wir noch 4 weitere Symbole. Du bleibst die ganze Zeit in der Nähe deines Bildschirms und auf deiner Position. Es werden einige Ads aus der Tür hinter dir spawnen. Eine weitere wichtige Sache, die du schon mal gehört haben solltest. An einem bestimmten Punkt im Kampf müssen wir den Wasserdruck für die Wasserkanone im Inneren der Gießerei einstellen. Es kann sein, dass du hierbei unterstützen musst. Dann musst du dich einfach vor die Wasseruhr stellen, die gedrückt werden muss, und auf ein bestimmtes Kommando warten. Nachdem das Kommando gegeben wurde, brauchst du bloß X drücken und damit den Hebel umlegen. Anschließend wartest du auf ein weiteres Kommando und rennst mit allen anderen zu B in die Schleuse. B ist dort, wo wir reingekommen sind. Wir bleiben alle in der Schleuse stehen und killen von dort aus den Boss. Danach müssen noch die restlichen Ads getötet werden. Anschließend kannst du in die Gießerei laufen und deinen Loot einsammeln. In den nächsten beiden Bereichen geht es erst einmal nur darum, Ads zu clearen. Einfach rechts mit längs laufen. Am Ende nicht von der Brücke nach unten springen. Denn es gibt noch den zweiten Raid-Schlüssel und einen Rucksackanhänger für dich. Danach springen wir auf ein Kommando von der Brücke nach unten. Jetzt geht es darum, schnell nach vorne zu den Leitern zu laufen und auf das Podest zu den Rädchen zu klettern. Diese 4 Rädchen, 2 links, 2 rechts, müssen gleichzeitig gedreht werden. Solltest du schnell genug sein, dann warte unbedingt auf die Ansage und drehe das Rädchen nicht schon vorher.
Dann gibt es den nächsten Raid-Schlüssel und einen weiteren Rucksackanhänger. Maybe I was too hard on him. Danach kommen wir auch schon zu Boss 3. Der Boss Williams hat wiederum jede Menge Mechaniken, die ich hier nicht im Detail erklären werde. Für dich ist am wichtigsten, du bleibst die ganze Zeit auf der ersten Plattform und rotierst mit dem Rest des Teams zu der aktiven Farbe. Die Farben erkennst du an der Außenwand. Dort gibt es 3 Plattformen. Blau für Druck, Gelb für Strom und Rot für Feuer. Die Farbe, zu der wir laufen müssen und die aktiv ist, wird angesagt. Dann heißt es nur Ads clearen und Boss Damage machen. Als Fertigkeit unbedingt den Wiederbeleber mit einpacken und am besten ein Zerstörerglühwürmchen. An einem bestimmten Punkt wird ausnahmsweise kein Boss Damage gemacht. Das wird aber angesagt. Solltest du zwischenzeitlich in gehärtetem Schaum stecken bleiben, einfach ohne zu zielen auf den Boden schießen. So kannst du dich losmachen. Danach warte auf das Kommando, wenn du auf den Turm gehen sollst. Dazu nimmst du dir eine der beiden Ketten, entweder auf Blau-Gelb oder auf Rot. Wenn du auf der obersten Ebene des Turms bist, kannst du weiter Ads clearen. Dann nehmen wir den Boss auf ein Kommando vom letzten Geschütz weg. Im Anschluss kurz warten, bis auf den Boss geschossen werden darf und er getötet werden soll. Sobald wir den Schlüssel für die Notabschaltung des Turms bekommen haben, heißt es auf die Farben verteilen. Damit ist gemeint, dass du vom Turm runterspringst und zu einem der Schaltpulte auf der roten, gelben oder blauen Plattform läufst. Mit diesen Pulten müssen wir abschließend interagieren, damit wir die Bossmechanik abschließen. Sollte bei einem Schaltpult niemand stehen, lauf einfach hin und drücke X. Danach noch die restlichen Ads clearen und schon geht es weiter. I said we could handle this. Zack should have listened to me. He didn't deserve to die like that. Whatever it takes, make sure Morozova doesn't escape. Wir kommen wieder zu einem Durchgang. Hier läufst du einfach links die Treppe hoch und hältst dich möglichst dicht an der Wand. Bitte keine Ads anschießen. Darum kümmert sich jemand anderes. Du kannst am Ende des Weges unten vor der Treppe warten. Dort gibt es den 4. Raid-Schlüssel für dich.
Dann kommen wir schon zu Boss 4, Morozova. Hier müssen wir insgesamt 4 Phasen spielen, bevor wir Morozova töten können. In jeder Phase müssen wir zuerst die Kanone in der Mitte deaktivieren, bevor wir auf Morozova schießen dürfen. Du wirst sehr wahrscheinlich eine Position vor der Tür bekommen. Es gibt entweder die Tür vorne links oder vorne rechts. Deine Aufgabe ist bei beiden Türen identisch. Stell dein Snipergeschütz vor die Tür und töte alle Ads, die aus der Tür kommen. Fire! Get them off that autocannon! Manchmal spawnen auf dem Zug Sniper. Um die brauchst du dich nicht kümmern. Auf ein Kommando gehen wir gemeinsam in die Mitte zum Tunnel. Our armor is shredded. Deal with the division or you'll have to deal with Morozova. You have my attention. Nach der ersten Phase können wir sofort in den Tunnel gehen und warten dort den Mörserhagel ab. Launch an airstrike. On my mark. Danach gehen wir wieder aus dem Tunnel raus und du läufst wieder zu deiner Tür. Das machen wir für insgesamt 3 Phasen, nach genau dem gleichen Muster. Ads vor der Tür killen, auf Kommando zur Mitte laufen, in den Tunnel und wieder rausgehen und zur Tür laufen. Die 4. und letzte Phase erkennst du daran, dass oben wieder der Lebensbalken vom Stahlross auftaucht. Nach der 4. Phase gehen wir ein letztes Mal in den Tunnel. Wenn wir dann aus dem Tunnel herauskommen, können wir Morozova killen. Sobald sie tot ist und wir den Zug endgültig zerstört haben, ist der Raid geschafft.
Looks like they were only days away from bringing hell on DC with that train. The true Dann Sons gibt could es den easily have letzten been Rucksackanhänger am Ende des if it wasn't for Kanonenrohrs you. und den letzten Raid-Schlüssel für dich. The true Sons could easily have been reborn right here if it wasn't for you. And Z. Im Inneren des Containers hast du dann die Chance auf das exotische Gewehr Ravenous. Another agent has been promoted to raid leader. Nachdem du die Raid-Truhe am Ende geöffnet hast, kannst du den Raid verlassen. Das machst du über das Sozialmenü. Safe area. Sobald du ins Weiße Haus kommst, hast du 2 neue Projekte bekommen. Bollwerk und Zukunftsinitiative. Diese beiden Projekte gehören zu den Projekten, die du für die exotische Pistole Regulus fertigstellen musst. Nach diesen beiden Projekten gibt es 2 weitere Projekte. Hier heißt es erstmal nur Items farmen und die Projekte fertigstellen, bis du ein weiteres Mal den Raid läufst. Die Ironworks Basismaterialien bekommst du übrigens nur im Raid nach einem weiteren Reset, der immer Dienstag stattfindet. Erst wenn du beim Projekt Die Ratten nagen an deinen Knochen angekommen bist, erhältst du die Komponenten für die Pistole. Dann brauchst du nur noch die Blaupause für den Magnum-Revolver und kannst dir die Regulus an der Fertigungsstation selbst herstellen. Das war mein kleines Video für Raid-Neulinge, die das erste Mal den Raid Stahlross laufen. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Raid und bis zum nächsten Mal.